Hallo zusammen und herzlich willkommen bei dieser neuen Videoreihe, die ich jetzt aufnehmen möchte in der Zeit, wo die meisten von uns aufgrund der Corona-Prävention zu Hause eingesperrt sind, mehr oder minder. Und ich möchte mit euch zusammen verschiedene Grundlagen des Systems durchgehen und vor allem alles, was man zu Hause üben kann, in dieser Zeit, wo wir nicht mehr ins reguläre Training gehen. Es wird mehrere Videos zu verschiedensten Themen geben. Als allererstes möchte ich mich heute mit dem Thema der Selbstwahrnehmung beschäftigen. Wie nehmen wir unseren Körper wahr? Wie spüren wir, was in uns passiert, was in unserem Körper passiert? Äh, Deshalb dieses Thema zuerst, weil das eine Grundvoraussetzung ist für alles andere, was wir machen. Wenn ich meinen eigenen Körper gut spüre, dann kann ich auch selbst feststellen, wann ich in meinen anderen Übungen, in meinen sonstigen Aufgaben etwas verbessern kann oder sollte. Ich spüre, wo ich angespannt bin, ich spüre, wo sich mein Körper befindet und so weiter und so fort. Wir werden mit relativ einfachen Sachen anfangen. Am besten sucht ihr euch aus einen Platz in der Wohnung, wo ihr ungefähr 2 auf 3 Meter Platz habt, so wie ich auf diesem wunderbaren schwarzen Teppich. Das ist der Platz, den ihr brauchen werdet für die meisten Übungen, die ich in dieser Videoreihe zeigen möchte. Wir fangen damit an, dass wir uns erstmal auf den Boden hinsetzen. Sich auf den Boden hinsetzen, für diejenigen, die das nicht oft machen, ist eine sehr, sehr gute Übung. Es geht darum, dass man bestimmte Gewohnheiten im Körper umstellt, dass man nicht immer auf dem Stuhl sitzt oder auf einer Couch, wie dieser schönen da hinten, sondern dass man sich angewöhnt, auch in anderen Situationen bequem zu sitzen. Das kann heißen, dass ich auf dem Boden erstmal natürlich so sitzen kann, im Schneidersitz. Ich kann mit offenen Beinen sitzen. Ich kann mit durchgestreckten Beinen sitzen, mit etwas breiteren, aufgestellten Beinen sitzen. Ich kann mich hinten anlehnen, ich kann die Füße hochnehmen und so weiter und so fort. Es ist eine tolle Übung, die jeder machen kann, zum Beispiel beim Fernsehen gucken oder beim Lesen oder beim Musik hören oder was auch immer. Sehr hilfreich, um überhaupt erstmal seinen Körper aus einem etwas anderen Blickwinkel zu spüren. Wenn wir schon in dieser Position ausharren, sucht euch eine Position aus, die für euch bequem ist, wo ihr der Meinung seid, da könnt ihr die nächsten paar Minuten so bleiben. Und wir fangen erstmal damit an, jetzt bin ich ganz im Kamerafeld, wunderbar. Wir fangen damit an, dass wir erstmal ohne groß Gedanken zu machen über Technik oder so, dass wir einfach mal atmen. Langsam ein, langsam aus. Langsam ein, langsam aus. Wir können unsere Position ein bisschen hin und her schieben, bis die Muskeln sich entspannt haben, sich gesetzt haben, so dass unsere Position bequem ist. Und wir werden damit anfangen, dass wir den gesamten Körper von dem Kopf bis zu den Füßen einmal durchklopfen. Ja? Ich gehe einfach mit offenen Händen, Brille lege ich ab, mit offenen Händen einfach mal mit den Fingerspitzen die Kopfhaut durchklopfen, hinter dem Kopf, hinter den Ohren, Ohrmuscheln, Schläfen, die Stirn, Augen, Nase, das ganze Gesicht um den Mund herum, unterm Kinn, Hals, der Nacken, der ganze Nacken, ganz oben von der Schädelbasis bis zum Schulteransatz. So, und jetzt mit der flachen Hand fangen wir an, die Schultermuskeln zu klopfen. Dann gehen wir den Arm entlang runter bis zu den Händen. Untere Seite, Unterseite vom Arm, Achselhöhle, Brustmuskel, Rippen, möglichst weit hinten und dann wieder weit vorne, den Rippenbogen. Und nochmal zurück zur
Nacken und die andere Seite. Schulterklopfen, Arm runter bis zur Hand, andere Seite hoch bis zur Achselhöhle, Brustkorb und dann der gesamte Rippenbogen. Okay. Jetzt geht es auch darum, den Rücken zu bearbeiten. Ich drehe mich einfach mal um. Zum Rücken bearbeiten. Für den unteren Rücken nehmen wir einfach den Handrücken. Und für die höheren Stellen, da muss man etwas über Kreuz gehen. Na, sprich, meine linke Hand klopft die rechte Seite ab und umgekehrt. Und ansonsten komplett drüber greifen und den Rücken ausklopfen. Dann natürlich die Beine. Achso, den Bauch habe ich vergessen. Sehr wichtig. So, die Beine oben, unten, seitlich. Auch Gesäß, Beckenbereich, Waden und die Füße und die andere Seite. Angefangen oben am Becken, Oberschenkel von allen Seiten abklopfen, Waden und die Füße. Gut, mit dieser Übung haben wir uns erstmal überall bewegt. Wir haben unsere Wahrnehmung auf alle möglichen Körperteile gerichtet und wir haben ein bisschen den Kreislauf angeregt. Jetzt können wir damit anfangen, etwas spezifischere Systemaübungen zu machen. Wir werden mit einem Klassiker des Systemas beginnen, das im Prinzip alle kennen, die schon zumindest ein- oder zweimal bei mir im Training war. Und das ist die progressive An- und Entspannung. Folgendes: Wir werden uns hinlegen und beim Einatmen werden wir möglichst viele Muskeln auf einmal alle anspannen. Und beim Ausatmen lassen wir alles los. Beim Einatmen alles anspannen und beim Ausatmen loslassen. Einatmen alles anspannen und ausatmen loslassen. Jetzt trennen wir diese Übung zwischen Oberkörper und Beine. Wir werden jetzt nur noch in den Beinen, also bis inklusive Becken, alles anspannen und beim Ausatmen alles locker lassen. Der Oberkörper, alles was oberhalb von dem Gürtel ist, bleibt total entspannt. Ich mache diese Übung natürlich nicht so oft, weil es nicht sehr spannend ist, mir dabei zuzuschauen, wie ich auf dem Boden liege und atme. Aber macht für euch diese Übung langsam und locker 10, 15, 20 Mal. Ihr werdet jedes Mal eine neue Stelle entdecken, wo ihr noch nicht schafft, das Ganze anzuspannen. Versucht euch möglichst die Stellen zu merken, die noch entspannt sind bei der Übung und sie beim nächsten Mal wieder zu aktivieren. Beim Oberkörper funktioniert das genauso. Das heißt, ich werde alles anspannen bis zum Gürtel. Alles, was unterhalb des Gürtels ist, bleibt locker. Hier geht genauso. Wenn ich anspanne, atme ich ein. Wenn ich entspanne, atme ich aus. Das ist eine
grundlegende Arbeitsweise. Man kann natürlich die Atmung anders gestalten, wenn man die Übung vertiefen möchte, aber für den Anfang belassen wir es dabei, dass das Anspannen mit dem Einatmen und das Entspannen mit dem Ausatmen verbunden ist. Dann kann man diese Übung nochmal eine Stufe weiter verfeinern, indem ich zum Beispiel sage, ich spanne nur noch das rechte Bein an. Und dann nur noch das linke Bein. Und dann nur noch der rechte Arm zum Beispiel. Und nur noch der linke Arm. Nur noch die Vorderseite des Rumpfs. Nur noch die Rückseite des Rumpfs. Und so weiter und so fort. Das kann man beliebig verfeinern, das solltet ihr auch machen, dass man jetzt von dem einzelnen Glied auf die einzelnen Segmente geht, dass man zum Beispiel sagt, nur noch Oberschenkel anspannen, nur noch Wade anspannen, nur noch Fuß anspannen. Man kann das sogar relativ feingliedrig differenzieren, indem man sagt, man spannt nur noch die Hand an, nur noch die Finger an, nur den Nacken, nur eine bestimmte Muskelgruppe, nur einen bestimmten Muskel. Und. Das ist eine Übung, die erfordert ein bisschen Zeit, das könnt ihr euch aber einteilen, wie ihr wollt. Macht von mir aus einen Tag, wo ihr euch auf die Beine konzentriert, einen Tag, wo ihr euch auf den Rumpf konzentriert, einen Tag für die Arme, einen Tag für Kopf und Gesicht. Nicht unterschlagen, ja, Kopf und Gesicht sind auch sehr wichtig, nicht so sehr als in der Kampfanwendung natürlich, aber viele Emotionen, viele Ängste drücken sich in Spannungen im Gesicht aus. Ne? Das typische angespannte Kiefer, angespannte Gesichtsmuskulatur, angespannte Stirn, angespannte Nase, angespannte Zunge. Das sind alles Zeichen von psychosomatischen Spannungen, die sich im Körper ansammeln. Natürlich nicht nur im Gesicht, aber auch im Gesicht. Das ist auch der Grund, weshalb ich meinen Schülern manchmal sage, wenn ihr eine Übung schwieriger gestalten wollt, wenn sie euch zu leicht fällt, dann versucht dabei zu lächeln. So, jetzt, ich sehe mich nicht mehr selbst in der Kamera, das stört mich natürlich unheimlich, da ist nur ein großer blauer Fleck. Deshalb wieder blau. Jetzt, wo wir diese Anspannübung gemacht haben, können wir jetzt behaupten, dass wir unseren Körper deutlich besser spüren, deutlich besser kontrollieren. Dann versuchen wir das mal zu testen. Wir werden versuchen, die Spannung in unserem Körper wandern zu lassen. Wie geschieht das? Ich werde damit anfangen, dass ich die Spannung in meinem rechten Fuß anfangen lasse. Dann werde ich den rechten Fuß anspannen. Dann spanne ich die rechte Wade an. Das sieht man auf dem Video nicht, aber glaubt mir einfach. Ich spanne den rechten Oberschenkel an, die rechte Pobacke. Jetzt werde ich die rechten seitlichen Bauchmuskeln anspannen und dann die rechte Schulter, der rechte Oberarm, der rechte Unterarm, die rechte Hand. Und so habe ich meine gesamte rechte Körperhälfte nach und nach angespannt. Und jetzt lasse ich genau in umgekehrter Reihenfolge wieder los. Das heißt zuerst die Hand, dann der Unterarm, dann der Oberarm, die Schulter lockert sich, die seitlichen Bauchmuskeln entspannen sich, die rechte Pobacke entspannt sich, Oberschenkel, Waden und Füße. Genauso kann man das natürlich mit der linken Seite machen. Füße, Waden, Oberschenkel, Becken, seitliche Bauchmuskeln, Schulter, Oberarm, Unterarm, Hand und genau umgekehrt locker lassen. Hand, Unterarm, Oberarm, Schulter, seitliche Bauchmuskeln, Gesäß, Oberschenkel, Wade und Fuß. Und dieses Wandern von der Spannung durch den gesamten Körper, das kann man in zig verschiedenen Variationen durchführen. Ich kann im Fuß anfangen und die Spannung an einer Körperseite entlang hochwandern lassen, dann zurück.
Ich kann natürlich in der Hand anfangen, von der Hand zuerst anspannen, dann der Oberarm, Unterarm, der Oberarm, Schulter und so weiter und so fort bis in den Fuß. Ich kann beide Seiten gleichzeitig machen, so quasi den gesamten Körper anspannen. Ich kann das über Kreuz machen. Zum Beispiel, ich fange im linken Fuß an und gehe dann quer rüber bis zur rechten Hand. Und. Zig verschiedene Möglichkeiten für alles Mögliche an Übungen. Ein wichtiges Detail dabei ist die Frage nach der Atmung. Atmet einfach so, wie es euch passt in dieser Übung. Für den Anfang atmet natürlich. Atmet in einem Atemrhythmus, der für euer Körper sich natürlich anfühlt. Nach und nach könnt ihr versuchen, die Atmung als zusätzliche Aufgabe in der Übung zu sehen. Zum Beispiel zu sagen, ich spanne von den Füßen bis zu den Händen an mit Einatmen und beim Ausatmen von den Händen zu den Füßen locker lassen. Oder umgekehrt von den Händen in die Füße mit Einatmen und Ausatmen los. Ihr könnt auch versuchen, die Atmung umzukehren, das heißt beim Anspannen ausatmen und beim Einatmen locker lassen. Beobachtet, wie ihr euch dabei fühlt. Beobachtet, was das Ganze mit eurem Körper bewirkt. Es geht ja um Beobachtung. Es geht darum, dass wir lernen, unseren Körper zu kennen, unseren Körper zu verstehen. Deswegen werdet kreativ mit der Aufgabe. Die Grundübung ist simpel. Körperteile einzeln nacheinander anspannen in Mustern, die euch gefallen, wo ihr euch Bock habt. Man kann es beliebig verfeinern, beliebig verkomplizieren, mit der Atmung so, mit der Atmung so. Einmal kann man das auch so machen, dass man sagt, ich kann während dieses Anspannen, Entspannen den Atem komplett aussetzen. Und nur außerhalb davon ein- und ausatmen. Werdet kreativ, probiert aus, versucht das. Und wenn ihr das geschafft habt, dann habt ihr schon mal einen guten Fortschritt gemacht und dann seid ihr bereit für das, was im nächsten Video kommt. Viel Spaß, ciao!